Moin moin liebe Leute, hier ist David von Musikproduktiv und ich habe ja heute für euch den neuen Paul von Diezel dabei, den ich euch mal ein bisschen näher vorstellen möchte. Ja, wenn man jetzt mal hinschaut, dann erkennt man eigentlich unweigerlich, dass wir hier das Gehäuse und auch die Optik eigentlich vom D-Moll haben, also auch ein relativ aktueller Verstärker aus dem Hause Diezel, wobei der jetzt hier doch in eine deutlich andere Kerbe schlagen soll und das auch tut. Das ist jetzt für Diezel-Verhältnisse ein ziemlich vintage gevoiceder Amp, aber natürlich mit modernen Vorzügen und auch mit dem gewissen, ich sag mal, Diezel Trademark Sound, also die tiefen Mitten und auch andere Merkmale von dem Sound, die finden sich hier auf jeden Fall auch wieder. Das ist eigentlich schon mal soweit sehr cool. Ansonsten, wie man es auch kaum anders von Diezel gewohnt ist, haben wir hier einen sehr, sehr üppig ausgestatteten Verstärker. Der Verstärker an sich läuft, wenn man möchte, auf 45 Watt maximal, entsprechend auf zwei KT77 Röhren in der Endstufe. Wir haben einen 2,5 Kanaler, könnte man sagen, also zumindest teilt sich hier Kanal 2 und 3 eine Klangregelung, ist aber nicht sonderlich dramatisch, das funktioniert eigentlich ganz gut. Sprich, wir haben für den ersten, für den Clean-Kanal, wie auch für die beiden anderen jeweils ein Gain und ein Volume für die Channels. Hier sind die beiden Klangregelungen, ja, hier wäre sonst Kanal 2 und Kanal 3 nochmal Gain und Volume angebracht. Wir haben einen Reverb verbaut, ich glaube, das ist ein Novum, das dürfte, glaube ich, der erste Diezel-Amp sein. Ich meine, das wäre der Chip, also das ist ein digitaler Reverb, aber auch das ist nicht sonderlich dramatisch, das klingt sehr gut, finde ich. Und es sollte, glaube ich, der gleiche Chip sein, den der Thomas Blug auch in seinem Amp One verbaut hat. Ja, und auch der legt durchaus Wert irgendwie auf sage ich mal, qualitativ hochwertigen Gitarrenton. Von daher ist der Reverb abgesegnet, denke ich. Wir haben zwei Master Volumes, relativ typisch. Wir haben Deep und Presence für die Endstufe, also nochmal, wenn man so möchte, ein Masterregler für die Höhen und für die Bässe. Wir haben zwei Loops, einen seriellen und einen parallelen auf der Rückseite. Zeige ich euch vielleicht auch mal zwischendurch. Ich habe hier wieder ein kleines Flashback eingeschliffen als Delay. Wir können den Verstärker muten, ja, also wenn man den Amp jetzt in einem MIDI-Setup spielt, brauche ich nicht zwangsweise, auch wenn den wahrscheinlich jeder hat, einen Tuner oder so, um zwischen Songs mal meine Signalkette stumm zu schalten, stumm zu kriegen. Das kann man hierüber ansonsten auch managen, wenn man es denn möchte. Ja, da habe ich auch schon gesagt, der Amp ist komplett midifiziert. Ja, also ich kann eigentlich alle Features, die hier jetzt angebracht sind, die Kanäle und so weiter, alles MIDI schalten und auch in mein Setup einbinden. Das ist schon mal, wie wir wissen, im Bühnenalltag eine sehr, 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 sehr komfortable Sache, als dass man sich eventuelle Stepptänze und so weiter sparen kann. Das ist schon mal cool. Genau, entsprechend habe ich hier oben rechts dann auch meinen Store-Schalter, um das Setting dann MIDI-technisch abspeichern zu können und darunter noch die Anwahl für unsere 3 Kanäle. Alles relativ übersichtlich aufgebaut, ansonsten aber ja, preislich auch in der Ecke vom D-Moll einzuordnen. Wir fangen mal an ganz klassisch mit einer Strat und dann habe ich ansonsten noch so eine etwas modernere ESP dabei, um einfach mal ein paar modernere Sounds vielleicht abrufen zu können, weil ich finde, das macht der Amp auch soweit sehr gut. So, ich würde sagen, wir springen jetzt mal direkt rein und hören uns den Clean-Kanal an. Ich habe hier die Strat auf dem Schoß. Ja, legen wir einfach mal los. Ich drehe den Reverb gerade mal wieder raus und regle den gleich mal ein bisschen rein und zeige euch so die Hallfahnen und wie sich der Regelweg so auswirkt. Ja. Ein bisschen was reindrehen. Einmal komplett jetzt.
Ja, um das einmal kurz jetzt demonstriert zu haben. Allgemein denke ich, sollte fast jeder, der einen Reverb braucht, damit irgendwie zu Rande kommen oder irgendwie zufrieden sein. Ich sage, das ist hier kein Jazz, ja, wenn wir jetzt mal den Ton ein bisschen runterdrehen. Ja, also so hat es eigentlich funktioniert. Wir können jetzt nochmal den Reverb nochmal komplett reindrehen. Ich finde, das eignet sich halt ganz gut für so eher sphärische Geschichten, wo der Ton eben ein bisschen schwebt und ähnliches. Wirkt dann auch fast gleich so, als ob man so eine gewisse Modulation mit dazu bekommt. Das finde ich eigentlich schon mal sehr nice. Zum Vergleich schalte ich jetzt mal kurz eben unser Delay dazu. Wir haben da so ein Flashback Mini liegen. Ja, vielleicht mal mit den Fingern. Ja, nochmal am Hals vielleicht. Vielleicht mal so eine Out-of-Phase-Position, das finde ich mal eigentlich auch ganz schön. Ja, finde ich tierisch, muss ich sagen. Macht echt Spaß. Ich nehme den halt mal ein bisschen zurück und jetzt regeln wir mal das Gain ein bisschen nach. Klar, Strat ein bisschen Output schwächer. Mit der Les Paul kommt man dann schon eher in Crunch-Bereich. Hier jetzt mal auf Anschlag das Gain. Ups, dann kommt das Delay wieder raus. Ich drehe den Reverb mal ein bisschen rein. Finde ich einfach allgemein ganz nett, um das Signal ein bisschen anzudicken. Ah, doch vielleicht ein bisschen zu wenig noch. Soweit vielleicht erstmal, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Da kommt natürlich ein typischer Diesel-Manier daher, der Clean Sound. Wobei da als Info noch interessant und wichtig wäre zu nennen, dass der Clean-Kanal, vielleicht kennen den Verstärker noch einige von euch, vom Diesel Schmidt, sage ich mal, dem entlehnt wurde. Das war damals ein reiner Class A Verstärker, wurden glaube ich auch nur so 150 Stück produziert. Klang sehr geil, lief leider nicht so wirklich, kam nicht so wirklich an. Aber um dem einfach nochmal seinen Tribut zu zollen, weil gerade der Clean Sound war wirklich allererste Sahne, haben sie das jetzt hier mehr oder weniger übernommen. Wobei wir hier jetzt natürlich keinen reinen Class A, sondern einen Class AB Amp haben. Also ein bisschen moderner, deutlich lauter, ne, geringerer Röhrenverschleiß, ein bisschen weniger Dynamik, aber nichtsdestotrotz ein verdammt gut klingender Verstärker. Jetzt hier Kanal 2, Gain knapp über 12, so knapp 1.
auch da vielleicht mal ein bisschen High jetzt. Jetzt haben wir Gain vielleicht noch müde zurück. Ja, also auch jetzt für so einen eher vintage-orientierten Ton, das funktioniert gut. Klar haben wir jetzt nicht in der Tradition irgendwie so einen rein wirklich klassisch vintage gevoiceden Verstärker. Dann wären, sage ich mal, diese moderneren Spielereien und auch Sounds, gerade im Kanal 2 und 3, was ich euch gleich noch zeige, gar nicht möglich. Von daher ist es aber ein sehr gesunder Kompromiss. Also für jemanden, der irgendwie relativ viel bedienen möchte oder muss, musikalisch, ist das hier schon ein sehr, sehr kompaktes Paket, was einfach eine Menge bietet. Sehr cool. Ich wechsle jetzt mal eben schnell die Gitarre. Alright, da wären wir wieder. Ich habe jetzt hier so eine schicke ESP Eclipse, eine USA Custom auf dem Schoß, einfach um euch mal ein bisschen was Moderneres zu präsentieren und nicht wundern, die ist in Ganzton tiefer gestimmt, ein bisschen fettere Seiten aufgezogen. Ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Den Reverb habe ich gerade mal zurückgerollt, weil wenn es jetzt ein bisschen deftiger wird, mit ein bisschen mehr Verzerrung, dann sorgt das nicht für einen transparenten Sound und ihr wollt ja auch ein bisschen was hören und was vom Verstärker hören vor allem. Genau, gucken wir einfach mal rein. Gain ist jetzt bei 12 Uhr in etwa, also klar, wir haben ein bisschen mehr Schub als mit der Strat. Das ist jetzt schon noch, also was ich da raushöre, sind auf jeden Fall definitiv ganz klassische Diesel-Gene, wovon ich jetzt anfangs schon gesprochen habe. Wir haben die Tiefmitten, wir haben einfach diesen Trademark-Sound, der kommt auch verhältnismäßig kühl daher, aber jetzt nicht mit so einer, es ist nicht klinisch, es ist auch nicht tot, das ist einfach eine andere Charakteristik. Gerade auch im Metal-Bereich und ähnlichen Spielarten ist das ja gern gesehen. Genau, ich regle das Gain mal nach und zeige euch, was da so möglich ist. So, wir haben das Gain im zweiten Kanal jetzt knapp 13, 14 Uhr in etwa und ich finde, da hast du auf jeden Fall ein super solides Rhythmusbrett für alles so, was Richtung Hardrock geht, ein bisschen drüber, so 80er-Ecke ist mit dem Amp auch alles andere als ein Problem. Wir hören mal rein. Mitten haben wir jetzt schon relativ weit drin eigentlich, was man eigentlich auch gut machen kann. Anders gesagt, der Presence-Regler, der sorgt dafür, dass der Verstärker so ein bisschen aufgeht. Als ich ihn ausprobiert hatte das erste Mal, dachte ich mir so, klingt doch ein bisschen bedeckt und ich habe mir so ein bisschen mehr Marshall-Gene gewünscht. Das funktioniert prima über den Presence, weil gerade so im Hochmittenbereich, wenn man da nachregelt, merkt man, wie der Verstärker sich je nach Box und Gitarre etc. natürlich entsprechend öffnet. Das finde ich eigentlich sehr geil. Ich versuche es mal zu demonstrieren. Ja, so vielleicht mal. Auf jeden Fall ein ganz solides Rhythmusbrett. Wir gehen mal weiter, würde ich sagen, und hören uns den dritten Kanal an. Ich regle das Gain mal ähnlich nach, knapp über 12.
abstimmen. Wir merken auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade mal hin und her gewechselt bei den beiden Kanälen, gleiche Gain-Einstellung, um euch da mal so einen Vergleich zu bieten. Der dritte Kanal, wie in Diezel-Manier üblicherweise, ist als Lead-Kanal ausgelegt. Wenn ihr einen Dreikanaler von Diezel seht, dann denkt sich der Peter meist schon was dabei vom Aufbau. Und zwar logisch, Clean ist für Clean der erste Kanal. Zweite meist ein Rhythmusbrett, ein bisschen weniger komprimiert, ein bisschen mehr Mitten. Und der dritte Kanal oftmals ist dann eben halt der Lead. Komprimiert ein bisschen mehr Gain noch, einfach, dass der Sound ein bisschen mehr trägt. Gut, ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal ein paar Lead-Sounds im dritten Kanal an. Gain habe ich jetzt ein bisschen nachgeregelt, wir sind so bei knapp über 14 Uhr. Ja, und für so ein Solo kann man ja vielleicht mal ein bisschen Delay einschleifen. Und dann probiere ich einfach nochmal was. Ja, vielleicht soweit erstmal. Ich denke, das sollte einen ganz guten Eindruck vermittelt haben von unserem Paul. Wie immer, kommt am besten selber vorbei, hier bei uns bei Produktiv. Wir haben hier schon einen stehen, antestbereit für euch. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sinnvolle und auch ja, praxisnahe Erweiterung des Diezel-Sortiments. So ein Amp hatten sie jetzt noch nicht im Programm. Mir gefällt er sehr gut. Gucken wir mal, wie er sich entwickelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.